DEFCON Reaction von 2024. Das ist die Endshow aus dem Jahr. Wir haben uns ja schon intens angeguckt und werden jetzt mal uns, ich nenne es jetzt mal die Creme de la Creme von den Festivals angucken. Zumindest das, was man so sagt. Ich weiß nur, dass das Bühnenbild immer gigantisch toll von DEFCON ist und ich bin sehr gespannt auf die Endshow. So, wir gehen rein. Boah, das fängt brutal an. Der Track ist nice. Der Anfang fand ich erstmal auch. Aber der hat einen geilen Vibe. Boah, das könnte ich mir richtig gut vorstellen, dazu richtig abzugehen. Macarena? Ja, actually fühle ich. Verstehe ich. Das war cool. Das ist doch Bernies Film. Ich finde jetzt schon, was ich einfach sagen muss, ist generell, also das Bühnenbild hier mit diesen 5, Entschuldigung, ich kann nicht sehen, mit diesen 5 Statuen ist so viel geiler als fast was alle anderen Festivals so machen. Klar, so ein Schloss und so, das ist zwar hübsch und nett, aber irgendwie haben diese Statuen immer sowas super beeindruckendes. Ich finde es total 3, 4, nee, 5. Mann, lass mich doch! Hör auf, mich anzuschreien, Metal-Geil! Ich schrei zurück! Für die 125 Bits. Aber look at this beautiful! Guck mal, wie hübsch das ist. Boah, das finde ich so geil. Ich liebe alle. Guck mal, in wie vielen unterschiedlichen Farben die auch beleuchtet werden. Ich finde die so hübsch. Boah, ich finde das so hübsch, das Bühnenbild. Wirklich. Das finde ich richtig, richtig toll. Wenn du da vorne stehst in der Reihe und diese riesen Statuen, die 20 Mal so groß sind wie du, vor dir siehst. Das muss so beeindruckend sein. Das ist richtig toll. Und kommt auf die Musik an und nicht die Bühnen. Nö, ein Festival ist schon Musik plus Bühne plus Lichtshows. Für mich ist, also, ich war noch nie auf einem richtigen Festival. Ich kann jetzt nur aus dem sprechen, wie ich es gerne mal erleben möchte. Aber wenn ich schon so viel Geld für etwas zahle, dann weil die ganze Atmosphäre geil ist. Die Menschen geil, die Bühne geil, die Musik geil und Lichter irgendwie geil. Vielleicht sogar noch das ein oder andere pyrotechnische Teil, aber Feuerwerke sind jetzt nicht das, was ich primär bräuchte. Faris.
das geht schon noch mehr in meine Musikrichtung. Aber dann, wenn es anfängt, gleich wahrscheinlich, ich vermute mal, härter zu werden. Schwer. Also, man muss auch sagen, danke für die 25 Bits. Man muss aber auch sagen, eine richtig, richtig, richtig coole Bühnenshow kann eine mäßig gute Musik kompensieren, weil man dann trotzdem reingesogen wird, alleine von den visuellen Sachen. Und umgekehrt kann eine richtig, richtig, richtig tolle Musik auch schlechte Bühnenshows kompensieren. Und halt auch im Umkehrschluss kann eine richtig geile Bühnenshow jetzt auch keine sehr schlechte Musik retten. Und eine sehr schlechte Musik kann aber auch nicht von einer richtig krassen Bühnenshow gerettet werden. Ich finde, sowas ist halt für mich ein beidseitiges Erlebnis von auditivem Erlebnis und visuellem Erlebnis. So, ich brauche beides. Es ist so ein bisschen wie ein Kinofilm. Klar kann der Kinofilm auch in einem kleinen, hässlichen Kino wirksam sein, weil der Inhalt gut ist. Aber wenn du in einem fetten Kino sitzt und irgendwie die Atmosphäre generell geil ist, dann kann das halt auch gerettet werden. Also kann ein schlechter Film auch gerettet werden. Die Gruppe, mit der du da bist, auch das, true. Die Menschen, mit denen du da bist, fair. Die Musik, die kommt, die Lichter, Bühnenshow, etc., selbst wie du geschlafen hast. True. Lieder auf Kopfhörer oder privat hörst, hast du auch keine Bühne. Für mich kommt es auf das Gefühl an, dass du bei einem Song spürst, ja, aber da bezahlst du ja auch nicht 70 € für. Richtig? Darum geht es mir. Klar, wenn ich meine Musik zu Hause höre, die ich gerade fühle und hier zu Hause dance, ist das ein nicer Vibe. Aber wenn ich auf ein Festival gehe, das heißt, ich gehe mir schon mit der Intention hin, was zu sehen, während ich die Musik höre, die ich sonst vielleicht zu Hause privat höre, gebe dafür vielleicht 70, 80, vielleicht auch 150, weiß gar nicht, wie viel so ein Festivalticket aus, dann möchte ich ja auch was dafür geboten bekommen, außer nur die Musik zu hören. Allem, was jedes erlebte Festival immer etwas anderes und einzigartig macht. True that. 360 € für 4 Tage. Puh, Junge, ist das teuer. Arschteuer für Shit-Quali sogar. Nö, finde ich nicht. Finde ich überhaupt nicht. Ich war schon auf vielen Konzerten und ich fand sie eigentlich immer toll. Ich war auf Open-Air-Konzerten, ich war aber auch in geschlossenen Hallen, der Batsch Cup zum Beispiel in Frankfurt und so. Ich war schon auf einigen Konzerten und ich fand den Vibe einfach nice, weil ich die Interpreten halt immer nice fand. Und ich die Songs halt kannte. Jetzt in dem Fall, in einem Festival wäre halt nice, so mit Freunden eine nice Zeit haben, aber ich kenne halt die Songs alle nicht und ich werde auch die Songs alle nicht kennen und das ist jetzt auch keine Musik, da kann ich mitsingen oder irgendwie so richtig reinfühlen, sondern das ist für mich tatsächlich einfach nur ich habe eine nice Zeit Musik. Das wäre jetzt nicht ich fühle, mein Herz geht richtig auf Ding. Deswegen Festival wäre wahrscheinlich für mich eine nice Zeit und Konzert wäre für mich so eine sehr emotionale Zeit eher. Die Tänze sind jetzt schon besser als bei Intense. Oh, ich liebe das, dass sie auf den Takt tanzen. Finde ich so satisfying. Oh, ist das cool gemacht, auch mit den pyrotechnischen Anteilen. Mit den Feuern, die ausspeien. Wie geil ist das?
Ich war noch bei Tod, weil ja, also da merkt man schon deutliche Qualitätsunterschiede. Junge. Ich mach mal eben die Alertspur mute für euch. Das ist so heavy. Was ich auch tatsächlich als positiven Unterschied empfinde, hier haben sie tatsächlich so eine Art von, es sind jetzt nicht 360 Grad, aber so eine 180 Grad Abdeckung von mit den Feuerwerken gemacht. Bei dem Intense war es jetzt als Beispiel ja nur hinter der Bühne kamen die Feuerwerke hoch. Es sah auch cool aus, absolut. Also es ist jetzt nicht so mäßig, boah, die waren voll scheiße. Nee, ich fand die richtig gut. Aber da sieht man trotzdem, dass, wenn man da steht, wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Festival-Experience hat. Ich glaube, wenn man bei Intense war und vorher auf wenigen Festivals oder auf kleinen Festivals war, dann ist Intense eine großartige Nummer. Ich glaube, wenn du bei DEFCON warst, wirst du danach nie wieder gefühlt zu etwas weniger hingehen können. Ich glaube, die Erfahrung, die du dort machst, muss so einmalig sein. Alleine so, du stehst da, überall kommen um dich herum Feuerwerke, Explosionen. Die Musik ist eigentlich auch relativ moderat, also sie bisher. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen Minuten jetzt noch ausschauen wird, aber ich finde es relativ ausgeglichen. Es ist nicht zu hart, man kann gut dazu viben. Die haben irgendwie eine nice Musikauswahl plus noch das Bühnenbild. Also es ist wirklich einfach top-notch. Absolut top-notch. Ist sogar genauso groß, wenn nicht sogar größer als DEFCON. Boah, wie cool ist das bitte gemacht? Jo. Ey, ich komme nicht drauf klar, wie schön diese Statuen beleuchtet sind, ne? Ich komme einfach nicht drauf klar. Alleine, sorry, wenn ich jetzt vor dem Drop eine Pause mache, aber alleine das hier, das ist ja quasi so hier alle im Bauch, in der Mitte dieses Körpers haben die alle diesen leuchtenden Punkt, der hier nochmal so, wie als wäre das so das Herz, auch wenn es ein bisschen zu tief dafür ist, so das Herz da einfach leuchtet mit den Augen zusammen. Alleine dieser künstlerische Aspekt, den die Person, die diese Leuchten tut weh. die Künstler quasi, die sich um die Lichtshow gekümmert haben. Alleine das ist so geil gemacht. Es sieht einfach so nice alles aus. Ich komme nicht drauf klar. Das fand ich tatsächlich etwas, was mich ein bisschen gestört hatte bei dem Bühnenbild von Intense, war, dass die Bühne, also dass die Farben manchmal nicht zu dem Setting gepasst haben. Dieses Schloss wurde dann rot oder blau, also so alles in blau beleuchtet, aber es sah irgendwie nicht passend zu diesem Schloss aus, weil dieses Schloss eigentlich, so wie es aufgebaut war, einfach diese bunten Aspekte gebraucht hat, damit es gewirkt hat, und nur in rot, nur in blau es sah nicht so krass aus, und es hat einfach manche Aspekte da drin haben einfach, finde ich, nicht zu diesem Bühnenkonzept gepasst, und hier passt einfach alles dazu. Jede Lichtfarbe, wie sie ausgewählt haben, passen einfach zu dieser Gesamtsetting. Ich liebe das. Nach dem Scrub-Skip Pretty AF, absolut. Da hat Dennis schon recht.
echt mieser Stop. Stop? Welcher Stop? Achso, du meinst jetzt vom, ja, true. Ja, klar, Community-Treff auf Tomorrowland, klar, ich zahle, alles auf meinen Nacken, habe ich gehört. So, jetzt auch zum Job. Ich finde es so nice, wenn man den Nebel sieht. Oh, ich habe Angst, das wird gleich, glaube ich, richtig hart. €180 für ein ganzes Wochenende bei dieser Location finde ich schon relativ worth it. Ich würde da nicht 3 Tage hinfahren, ist mir too much, aber... What the fuck? Das ist Defcon. Wie heftig ist das bitte gemacht? Alle am Film! Lol, okay, das ist krank. Einfach alle am Film. Boah, das ist ein trauriges Bild. Das ist ein trauriges Bild eigentlich. Aber witzig. Nur updancen, aber nichts filmen. Nee, also ich würde wahrscheinlich schon 1, 2 Bilder machen, 1, 2 Sachen vielleicht mal aufnehmen, aber also nicht bei so einem Track, wo man das Gefühl hat, man vibet gerade richtig. Da sieht man auch gar nichts auf den Bildern. Alle am Film ist das ein trauriges Bild. Es ist witzig, der Vergleich zu sehen von Defcon 24 zu Defcon 2013 war fast keiner am Handy. Ja, krass, ne? Weil einfach auch diese Art von Short-Videos einfach für viele mittlerweile ein Ding sind. Das ist fast, ich könnte mir vorstellen, so in der Schulzeit zum Beispiel, also in der heutigen Schulzeit, ist es so, dass fast jeder von denen einfach irgendwann mal Videos hochlädt. Früher haben wir welche aufgenommen für uns privat. Heutzutage lädt man die alle hoch. Man denkt auch so, man muss sie hochladen, um Klicks zu haben, um sich zu vergleichen und was auch immer. Könnte mir vorstellen, dass das viel mit reinspielt. 3 Tage Tinnitus, ja, also 3 Tage finde ich auch sehr sportlich. Vor allem, wenn du da schläfst, du hörst ja permanent irgendwelche Musik, es ist total laut die ganze Zeit. Das wäre auch nicht so ganz so mein Grind, glaube ich. Ich denke, so eine Übernachtung wäre noch das Absolute, was ich aushalten könnte. Aber ich glaube, ich wäre eher so der einen Tag Hingeher. Mit einer Kamera, die mehr als 5 Megapixel hat geworben. Ja. Kurz eine Minute Film für Insta oder so und reicht doch. Ja, absolut. Guten Lichtverhältnisse, glaub mir, du willst nicht weg. Weiß ich nicht. Ich bin nicht so der absolute Musikmensch. Ich bin ja kein richtiger Virtuose und habe nicht so das Gefühl, dass ich bin nicht so super abhängig auch von Musik und nicht so super geleitet von Musik. Also Musik ist kein großer Bestandteil meines Lebens. Dadurch reicht mir Musik in kleinen Formaten. Ich war auch schon auf Konzerten, wo ich irgendwann gemerkt habe, ich mag nicht mehr. Ich mag das Gefühl nicht so gerne, den Bass im Körper zu spüren. Das ist ja das, was viele an Festivals und an Konzerten lieben. Ich hasse das Gefühl. Ich finde das eigentlich richtig kacke. Ich mag es auch nicht, dass es so super laut ist eigentlich.
Aber ja, ich bin auch eher der Podcast-Typ tatsächlich, ne? Also ich glaube, mehr als einen Tag würde ich vielleicht irgendwann, aber aktuell nicht vorstellbar. Der größte Bestandteil meines Lebens ist das verrückt. Das ist für viele ja sogar so, dass das irgendwie so ein großer, essentieller Bestandteil ist, dass Leute nach Hause gehen und einfach auf dem Bett liegen und Musik hören. Das ist für mich so, hä? So, warum? So, hä? Ist doch voll langweilig. Musik und Tanz werden in Techno durch Bass und Licht ersetzt. Nee, das stimmt nicht. Tanz ist ja total individuell und der Unterschied ist halt, dass du zu Techno oder technolastigen Liedern einfach eine andere Tanzrichtung tanzt. So, die tanzen halt dann, die shuffeln mehr oder die machen wirklich eher die Jumping Dances, so dass du halt einfach mäßig zum Beat springst. Das sind dann halt einfach diese Arten von Tanz und bei vielleicht ein bisschen melancholischeren Songs gehst du halt in die Contemporary-Richtung irgendwann vielleicht, aber es ist ja trotzdem Tanzen und es ist trotzdem Musik. Es muss dir nicht gefallen, aber es ist ja trotzdem für diese Menschen Tanzen und Musik. We don't have to tell you this, DEFCON 1. Because when this music is playing, there's only one language you speak. So close your eyes and let these words feed your soul. Dear Hardstyle, my first love, an unexpected one, comes second to none. When I was on E, you filled me with hope. Das ist It's hard süß. to grow apart when your roots are tied. But all boats lift on a rising tide. We've done more for each other than we could ever imagine. Walking blindly, watching the magic happen. The door's always open. The distance is always worth closing. Aber auch wild, eine Liebesgeschichte zu schreiben an Hardstyle ist schon ein bisschen weird. Aber okay. Nein, es ist nicht weird. Es ist nur, ich habe einfach nicht so einen Bezug dazu, dass ich verstehe. Vollkommen verdient. Weiß ich ja nicht. Ich verstehe halt nicht so ganz. Muss ich aber auch nicht. Schreiben eine Liebeserklärung an Essen. Ja, aber das versteht man doch. Essen versteht man. Aber nee. An Hardstyle? Thank you for finding me. For finding all of us. And even though it feels like goodbye, this is Hardstyle, baby. So, Bauplan. Our love for you will never die. Ich komme einfach immer noch nicht drauf klar, wie hübsch das alles ist. Let's take it back to where it all began. Dass sie das Feuerwerk farblich anpassen zu den Farben des Bühnenbildes. Mich triggert aber, dass hier rechts die Augen noch leuchten, während alle anderen aus sind.
Ey, nein, es ist so großartig gemacht. Es ist so großartig gemacht. Es ist insane. EDM wurde schon mit Liebe geboren. What you are listening to right now is an explosive form of electronic dance music. Nee, Amateure sind es nicht. Auf gar keinen Fall. Sound as noise, while others perceive or describe it as pure paradise. Now, let's undergo these sounds ourselves and experience the power of this music. Ist das krank. Boah, ich bin neidisch an alle, die das live gesehen haben. Ja, das stimmt, Bro. We're gonna let the bass drop. Yo. We're gonna let the bass drop. Non-stop. Junge, meine Ohren. Like I said, pure paradise. Aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Musik bei einem Festival, so komisch es ist eigentlich, nicht alles ist. Es ist überhaupt nicht meine Art von Musik, vor allem dann nicht, wenn es halt in diese harten Töne reingeht. Da steige ich komplett aus. Das finde ich furchtbar. Wenn ich aber vor Ort wäre und hätte zumindest so ein Bühnenbild und diese Statuen werden beleuchtet und angestrahlt, je nachdem, welcher Beat und welche Sounds gerade erscheinen, dann würde ich zumindest irgendwie dadurch so, ich mag das englische Wort dafür irgendwie mehr als das deutsche, mesmerized werden, so dieses, man wird so in den Bann gezogen davon und würde vor allem darauf achten, wie halt diese Abstimmung zwischen Lichtern und Musik abläuft. Und dann ist mir das fast egal, dass das überhaupt nicht meine Musikrichtung ist, weil mich das so beeindruckt dahinter, dass ich da trotzdem richtig Bock drauf hätte. Und dann tanzen wir. Ja. Aber wie riesig auch diese Stage ist, ne? It's a sound so loud they will knock your teeth out. Please don't stop as we're gonna let the bass drop. Man sieht doch gar nicht auf diesen Handys, warum filmt ihr das? We're gonna let the bass drop. Non-stop. Krank. Einfach krank. Ich frage mich manchmal, wie die Leute gefilmt wurden, die da drin sind. Gab es so super viele Kameramänner und Frauen, die dort mit krassen Kamerageräten durch die Menschenmengen gelaufen sind und da gewesen sind? Oder das sind Drohnen? Aber weil das super niedrig ist. Das ist doch auf Kopfhöhe. Weil ich finde die Aufnahmen so krass teilweise. Das ist ja, also legit einfach, die Person muss doch direkt daneben stehen.
Geht beides. Es gibt Leute, die eine Menge filmen. Wild. Wie viele Leute dort unterwegs sind zum Filmen. Boah, darauf hätte ich am meisten Bock, glaube ich. Dort durch die Menschenmengen und einfach nur die Leute filmen, weil die so das Ganze fühlen. Selbst wenn ich es nicht fühle, zu sehen, dass es andere fühlen, lässt mich mehr fühlen. Auch schon so von jemandem bei einem Festival gefilmt. Ah, lol. Stimmt, du warst in einem Aftershow-Video, hast du ja gesagt. Das hatten wir uns das sogar nicht angeguckt? Letztes Jahr zwischen 2000 Kroaten filmen. Ach, Freunde waren in dem drin, so rum war das. Wie hübschi. Ich glaube, das finde ich bisher das Hübscheste. Es sieht, finde ich, von der Perspektive immer so aus, als würde keiner tanzen dazu. Aber wie auch riesig dieses gesamte Festivalgelände ist. Ich meine, das ist jetzt ja nur die Mainstage, ne? Es gibt ja immer ganz viele verschiedene kleine Stages. Obwohl ich nicht so ganz checke, warum man zu anderen Stages hingehen würde, wenn das hier die Mainstage ist. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich finde es immer witzig, dass der meiste Dance-Move, den man aus dieser Runde sieht, immer so ist. Das war diese eine Hand, so diese eine Faust, die so dance. Ich finde das so witzig. Wie wäre denn dein Dance-Move? Moment. Classic. Moment. Standard Move. Der Standard Move. As we are summoned to the holy grounds once again. Transcend the sum of our numbers. Show up in force and close ranks. Warriors, unite. Death Con 1. Das hat schon so
das, was ich meinte, auch was ich an dem Dings mehr kritisiere, an dem Intens, was mich von Anfang an gestört hat. Die Stimme von dem Sprecher, der quasi diese Sachen einleitet und wie er das spricht, sind nicht so super episch. Aber diese Stimme, dieses DEFCON 1, wie er das sagt, ist einfach Goosebump. Einfach Gänsehaut. Oh, der hat's aber auch anders gefühlt. Nein, wird's nicht, Dennis. Bis zum nächsten Stream ist es. Power of the tribe. War schon geil. Dass sie auch im Takt alle explodieren zum Beat. Mehr oder weniger. So episch. Bei dieser Musik muss ich an den Bitrekord denken. Da lief ähnliche Musik. Was für ein Bit-Weltrekord. Gibt es das eigentlich so, dass sie immer die gleichen Tracks zum Ende spielen oder sind es immer andere Endtracks? Jedes Jahr anders. Das sieht so geil gemacht aus. Das finde ich richtig cool gemacht. Ja! Ja, du bist ja doch blind! Flashbang! Ey, die Farben sind Hammer.
Das war's. Oh, ich bin enttäuscht. Ich dachte, jetzt kommt noch mal der Typ, der noch mal sagt so, and this was Defcon 1. Keine Ahnung, so eine epische, so eine epische Absprache, wie nennt man das? Nicht Aussprache, Endsprache, Ansprache fürs Ende. Ich habe gedacht, der wird noch mal so eine richtig epische Abmod. Ja, aber ich wollte das deutsche Wort dafür machen. Abmod ist ja nicht, Abmod ist so gedenglischt. Gibt es seit Abmoderation, aber das klingt scheiße. Gibt es seit 2 Jahren nicht mehr. Warum auch immer. Diese Abmoderation, Abmod. Wieso? Das fand ich damals, als wir das Video geguckt haben, so gänsehaut-erregend, dass der so gesagt hat, und so, danke, dass ihr da wart, danke für das Jahr. Und selbst ich hatte Gänsehaut und ich hab da nur zugeschaut. Das finde ich tatsächlich schade. Das ist so, ich finde, so ein Festival muss episch enden. So richtig episch enden. Mit so dem Final Track, wo alle dazu feiern, der aber auch so ein bisschen emotional noch so, also vielleicht ein bisschen mehr Molltöne hat als Durtöne, wie auch immer. Und dann noch mit der epischen Stimme, die sagt, und das war jetzt Defcon 1 2024. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben oder sowas. Final Countdown. Nee. Ja, aber es war sehr beeindruckend. Und einmal, glaube ich, muss ich es gesehen haben in Real Life. Einmal muss ich da gewesen sein.